Deutsch lernen durch Hören. Der neugierige Nachbar. Marco wohnt seit kurzem in einem umgebauten VW-Bus auf dem Campingplatz. Rechts und links neben ihm stehen ganz normale Wohnwagen. Die Besitzer kommen gelegentlich am Wochenende. Sie nutzen sie nur in der Freizeit. Auf dem Campingplatz sind die Plätze mit kleinen Zäunen voneinander abgetrennt. In Deutschland hat jeder gerne sein eigenes Revier. Sein linker Nachbar hat zusätzlich noch einen Bambuszaun aufgebaut. Dieser dient ihm als Sichtschutz. Marco sitzt am Nachmittag vor seinem Bus. Auf dem kleinen Tisch steht sein Laptop. Marco will für sein Studium lernen. Später wird seine Freundin Laura ihn besuchen. Dann wollen sie zusammen grillen und den Sommerabend genießen. Doch er kann sich nicht konzentrieren. Er fühlt sich beobachtet. Marco schaut sich um. Die rechten Nachbarn sind noch in der Stadt. Vom linken Nachbarn ist nichts zu hören. Nur sein Auto hat Marco vorhin auf dem Parkplatz gesehen. Vielleicht hat Marco sich getäuscht. Komisch, denkt Marco. Laura kommt mit dem Fahrrad. Sie hat Nudelsalat und Würstchen dabei. Marco zündet den Grill an. Es qualmt ziemlich stark. »Marco, du darfst nur trockene Holzkohle benutzen.« Laura schimpft. Dann kümmert sie sich selber um den Grill. »Sonst beschweren sich die Nachbarn.« Marco schaut sich um. Hier ist doch niemand. »Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich beobachtet werde«, meint Laura. Marco nickt. »Das dachte ich vorhin auch.« Plötzlich hören sie ein Husten. Der Bambuszaun zur Linken wackelt. »Herr Müller, sind Sie das?« Laura schaut über den Zaun. Herr Müller ist rot im Gesicht. »Ich wollte nur sehen, was die jungen Leute hier machen.« »Aber dann kommen Sie doch einfach zu uns rüber«, lacht Laura. »Wir beißen nicht. Sie müssen sich doch nicht verstecken.« Herr Müller schämt sich. Er hätte nicht gedacht, dass die jungen Leute so nett sind. Sie bieten ihm sogar von ihrem Essen etwas an. »Ich glaube, wir werden doch noch ganz gute Nachbarn«, sagt er und beißt in ein frisch gegrilltes Würstchen.